Herzog Moritz von Sachsen-Zeitz bezog im Herbst 1653 sein künftiges Herrschaftsgebiet, das Stift Naumburg-Zeitz. Dazu war am Naumburger Markt eine Stadtresidenz errichtet worden. 1654 verlobte sich Herzog Moritz mit Dorothea Maria von Sachsen-Weimar. Sie wurde Stammmutter der neuen Dynastie. Von ihren 8 Kindern erreichten 4 das Erwachsenenalter, darunter 3 Prinzen. 1664 schenkte sie in der seit kurzem bewohnten Zeitzer Moritzburg an der Elster einem Erbprinzen, dem späteren Regenten Moritz Wilhelm, das Leben. 2 Jahre später wurde Prinz Christian August und 1668 Prinz Friedrich Heinrich geboren. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich noch einmal das Schloss Moritzburg in Zeitz. Speziell in diesem Video geht es um die Geschichte von der Gründung der Stadt bis zum Ende des Bistums Zeitz-Merseburg. Das Aufblühen der Familie unter Herzog Moritz setzte sich in der nächsten Generation nicht fort. Hohe Kindersterblichkeit, aber auch der besondere Lebensweg eines der Prinzen waren dafür Ursachen. Christian August brach mit seiner evangelischen Erziehung und wandte sich einer Karriere innerhalb der katholischen Kirche zu. Seit 1698 konvertiert, verpflichtete er sich 3 Jahre später zur Ehelosigkeit und fiel zum Erhalt der Dynastie aus. Später erlangte Christian August als Kardinal eine hohe Position. Der in Wien und Regensburg tätige Fürst krönte als Erzbischof von Gran, also des ungarischen Königreiches, 1712 den Kaiser in Bratislava zum ungarischen König und 1714 krönte er dort dessen Frau zur Königin. Auch bei dem Übertritt des Kurfürsten Friedrich August I. von Sachsen zum katholischen Glauben spielte er eine zentrale Rolle. Christian August legte damit den Grundstein für das katholisch-sächsische Kurhaus. Am Wiener Hof hochgeehrt, verstarb der Fürst 1725 in Regensburg. Auf Befehl des Kaisers wurde er feierlich im Königsdom zu Bratislava beigesetzt. Der ältere Bruder Moritz Wilhelm folgte dagegen dem Vater 1681 in der Regierung des Herzogtums. Da er noch minderjährig war, geriet der junge Erbe als erster Repräsentant einer Nebenlinie unter Vormundschaft eines Kurfürsten. Aus seiner 1689 mit Maria Amalia, der Tochter des Kurfürsten Friedrich Wilhelms von Brandenburg, geschlossenen Ehe, erwuchsen der herzoglichen Familie nicht allein Nachkommen. Sie brachte auch eine Standeserhöhung. Zum einen war die kurfürstliche Herkunft der Gattin bemerkenswert, zum anderen stand ihr, nachdem sich ihr Bruder Kurfürst Friedrich III. 1701 zum König in Preußen erhoben hatte, der königliche Titel zu. Die Zeitzer Herzogsfamilie wurde so Teil der königlich-preußischen Dynastie. Mit dem im Jahre 1700 geborenen Erbprinzen Friedrich August verband man hohe Erwartungen. Der Prinz, als gelehrig und begabt geschildert, wurde 1706 seinem königlichen Onkel in Potsdam vorgestellt und begann an der von Friedrich gegründeten Hallenser Universität seine Ausbildung. Doch der Junge starb bereits im Februar 1710. Nun besaß das Fürstenhaus nur noch einen Prinzen und Erben, Moritz Adolf Karl, den Sohn des Herzogs Friedrich Heinrich in Neustadt-Orla. Nach dem Tod des Vaters wurde der jugendliche Moritz Adolf Karl an den Zeitzer Hof geholt und bald der Erziehung durch Kardinal Christian August übergeben.
Am 15. November 1718 starb Herzog Moritz Wilhelm in seiner Residenz zu Weida. Damit erlosch die Landesherrschaft des Zeitzer Fürstenhauses, nicht jedoch deren Dynastie. Moritz Adolf Karl verzichtete später jedoch auf das Erbe und erhielt von Kursachsen eine Rente und wählte einen Lebensweg in der katholischen Kirche. Moritz Adolf Karl erlebte am Dresdner Hof das Erlöschen der beiden älteren albertinischen Nebenlinien, Merseburg 1738 und Weißenfels 1746. Die in Nachfolge der Bischöfe herrschenden Verwalter waren durch einen Vertrag dem Domkapitel zu Naumburg verpflichtet. In dem Moment, als 1717 Herzog Moritz Wilhelm offen zum katholischen Glauben übertrat, wurde eine Regelung dieses Vertragswerkes bedeutend. Ihr zufolge konnte ein Regent des Stiftes Naumburg-Zeitz nur evangelischer Konfession sein. Moritz Wilhelm musste daher die Moritzburg an der Elster räumen. Er verlor im Stiftsgebiet alle hoheitliche Gewalt. Damit war ihm das Kernland der Staatsbildung seiner Dynastie abhanden gekommen. Nach diesem Zusammenbruch regierte er nur noch wenige Monate über ein Restherzogtum. Die Osterburg im thüringischen Weida wurde seine neue Residenz. In der Kirche dieser Stadt und nicht in der väterlichen Familiengruft des Zeitzer Schlosses wurde er beigesetzt. Herzog Moritz hat mit hohem Aufwand das Schloss in Plauen, die Osterburg in Weida sowie die Klosterbezirke in Pegau und Neustadt-Orla seiner Herrschaft und Dynastie nutzbar gemacht. Jeder dieser Plätze gelangte später in herausgehobene Funktion. Plauen, Pegau und Neustadt-Orla wurden Prinzensitze. Die Osterburg in Weida diente dem Landesherrn Herzog Moritz als Reisestation und bei Jagden. Außerdem seinen Sohn Moritz Wilhelm ab 1717 kurzzeitig als Residenz. Weitgehend unbeachtet dagegen blieb die altertümliche Burg Vogtsberg im Vogtland. Nach dem Erlöschen der Linie Sachsen-Zeitz fiel das Schloss 1718 an Kursachsen zurück. 1815 kam es durch die Bestimmungen des Wiener Kongresses in preußischen Besitz. Die Ausstellung zum Herzogtum konzentriert sich im Südflügel, damit in den einstigen Wohnräumen der herzoglichen Familie zwischen Tafel und Kirchgemach. Die zentralen Räume der Residenz bewahrten große Teile ihrer ursprünglichen Bauausstattung, so unter anderem die Gemäldedecke im großen Tafelgemach. Besondere Beachtung verdienen eine Sammlung fürstlicher Leichenbildnisse im Museum sowie die ehemalige Hofkirche mit ihrer barocken Ausstattung. Der Welt im Gedächtnis zu bleiben, und zwar über den eigenen Tod hinaus, ist eine uralte Hoffnung der Menschen. Die fürstlichen Totenbilder entstanden im Rahmen der Bestattungszeremonien der Herzöge von Sachsen-Zeitz und ihrer Verwandten am Altenburger Hof. Diese öffentliche Form der Trauer folgte festen Regeln. Schloss und Schlosskirche dienten als Kulisse für beeindruckende Inszenierungen. Die Anfertigung der Totenbilder oblag dem Hofmaler. Christian Schäffer arbeitete 30 Jahre am Zeitzer Hof. Er fand Bilder, die von der Vergänglichkeit des menschlichen Seins erzählen. Seifenblasen und verblühende Blumen führen jeden Betrachter auch die Endlichkeit seines Lebens vor Augen. Keine Farbe, kein Detail ist zufällig gewählt. Rote Schleifen wehren Böses ab auf dem Weg, den der Tote vor sich hat. Jede dargestellte Blüte spricht ihre eigene Sprache.
Es ist davon auszugehen, dass für die nächsten Hinterbliebenen großformatige Gemälde entstanden, die in der Hauptresidenz der fürstlichen Familie zu sehen waren. Für Verwandte an anderen Fürstenhöfen entstanden kleinformatige Ausführungen wie die der hier gezeigten Altenburger Herzöge. Die Bilder befanden sich vermutlich in der Schlosskirche im Vorraum der Fürstenempore. Der Deckel der Silberdose wird von der Figur eines Knaben bekrönt, der einen Schild mit einer Aufschrift hält. Nikolaus Einert gedenkt hier seiner 1692 in Pegow verstorbenen Gattin Anna Maria Leopoldine. Auf den 4 Seiten der Dose verläuft eine gravierte Inschrift. 1702 wurde der Witwer als hochfürstlich-sächsischer Geheim- und Kammerrat Dr. Nikolaus Einert in Zeitz eingebürgert. Diese Sammlung historischer Möbel im Schloss zählt zu den umfangreichsten ihrer Art in Sachsen-Anhalt. Seit über 50 Jahren werden Mobiliar und Kunstwerke in den Dauerausstellungen des Zeitzer Museums präsentiert. Die historischen Räume des Schlosses bilden dafür den idealen Rahmen. Das Biedermeier. Für die Zeit zwischen dem Wiener Kongress im Jahre 1815 und der Revolution von 1848 fand man in Deutschland den Namen Biedermeier. Diese Bezeichnung ist schon lange nicht mehr spöttisch gemeint. Unter anderem hat diese Zeit Möbel hervorgebracht, die auch heute noch sehr geschätzt werden. Sie sind zweckmäßig, bequem und sauber gearbeitet. Dem Komfort wurde dabei große Aufmerksamkeit gewidmet. In diesem Biedermeierzimmer findet sich eine Sitzgruppe mit rundem Tisch. Geradezu ein Sinnbild für die Gleichberechtigung, aber auch Gemütlichkeit. Kleine praktische Beistelltische und ein Handarbeitsständer ergänzen die Ausstattung. Der obligatorische Sekretär hat hier die Form eines Rollbüros. Ein zweiteiliger Eckschrank mit Vitrinenaufsatz dient der zur Schaustellung von Andenken und schönen Einzelstücken. Das Bett für einen Säugling ruht auf einer Lyra. Helle Furniere, zum Beispiel Kirsche und Ahorn, wurden bevorzugt verwendet. Wie in einem über Generationen hinweg geführten Haushalt mischen sich auch hier ältere und jüngere Stücke, die nicht dem Biedermeier zuzuordnen sind, unter die Ausstattung. Das ovale Vitrinentischchen war bereits im 18. Jahrhundert in Gebrauch und das Tafelklavier der Firma Sempert aus Rudolstadt wurde im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts hergestellt. Der Klassizismus. Dieser Kunststil nimmt Anregungen aus der Antike und der Renaissance auf. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wandelte sich das leichte, zierliche Mobiliar bis zur Jahrhundertwende zum majestätischen, prunkvollen Möbel des Empire. Zur Sitzgruppe gehören der leichte, französisch anmutende Zweisitzer sowie Stühle, Sessel und ein runder Tisch mit Marmorplatte. Die Wirkung einzelner Möbel dieses Raumes beruht auf dem Kontrast von dunklen Edelhölzern und goldfarbenen Beschlägen. Die Kommode mit filigranen Intarsien entstand gegen Ende des 18. Jahrhunderts.
Das vom Bett abgeleitete Liegemöbel zeigt ebenfalls noch nicht die Merkmale des Empire. Der zweiteilige Vitrinenschrank mit seinen Sphinxfüßen zählt dagegen schon zur Spätphase des Klassizismus. Und in der Werkstatt des Johann Gottfried Sechting in Breslau entstand um 1805 die astronomisch-geographische Musikuhr. Das Porträt König Friedrich Wilhelms III. Von Preußen wird flankiert von einem Mädchenporträt aus der Hand von Johann Friedrich August Tischbein und einer Kindergruppe von Johann Heinrich Beck. Letzteres war ein Geschenk des herzoglichen Hauses von Anhalt an das Museum Schloss Moritzburg-Zeitz. Die beiden Vasen mit Drachenhenkeln entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Königlich Preußischen Porzellanmanufaktur Berlin. Im 6. Jahrhundert gehörte die Region um Zeitz zum Reich der Thüringer, das aus den Wirren der Völkerwanderungszeit hervorging. Es gab eine dichte Besiedlung des mittleren Elstertales und auch dem Gebiet der heutigen Stadt Zeitz, und das bereits seit der Bronzezeit. Das Königreich der Thüringer wurde 531 von den Franken zerstört, wodurch sich das Frankenreich bis zur Saale und Unstrut ausdehnte. Im späten 6. und frühen 7. Jahrhundert wanderten von Osten und Südosten slawische Stämme in das Gebiet an mittlerer Elbe und Saale ein, die in fränkischen Urkunden als Sorben bezeichnet wurden. Ab Mitte des 9. Jahrhunderts bildeten sich slawische Stammesgebiete mit zentralen Burgen heraus. Mit dem Niedergang der ostfränkischen Reichsgewalt begann in Mitteldeutschland der Aufstieg der sächsischen Herzogsfamilie der Ludolfinger, der mit der Wahl Heinrichs zum deutschen König im Jahr 919 seinen ersten Höhepunkt fand. 929 wurde weit im slawischen Siedlungsgebiet die Burg Meißen gegründet. 34 Jahre später war das gesamte Gebiet zwischen Elbe, Saale und Oder in sächsischer Hand. Am 20. April 967 beschloss Papst Johannes XIII. Und Kaiser Otto I. die Gründung von 9 Bistümern in Merseburg, Zeitz und Meißen. Damit nahm das ehrgeizige Vorhaben Kaiser Ottos des Großen Gestalt an, die Missionierung der Westslawen und die Festigung der Reichsgewalt im Osten voranzutreiben. Als erster Bischof von Zeitz wurde am Weihnachtstag 968 der Benediktinermönch Hugo geweiht. Die Residenz des Bischofs befand sich in der bereits früher entstandenen königlichen Burg, an deren Stelle sich heute Schloss Moritzburg erhebt. Das Bistum Zeitz erfreute sich großer kaiserlicher Gunst. Kaiser Otto II. Machte dem Bistum 976 die Stadt Zeitz zum Geschenk. Das Stiftsgebiet des Bistums Zeitz umfasste im Osten und Süden die Gebiete an Pleiße und Elster. Nach Norden reichte es bis zur Rippach, im Westen bildete die Saale die Grenze. Diese Gebiete waren mehrheitlich sorbisch besiedelt. Das unterstreicht die Funktion des Bistums Zeitz als Missionsbistum.
Die slawische Bedrohung der Ostgrenze seines Reiches nahm Kaiser Konrad II. Zum Anlass, um im Jahre 1028 den Sitz des Bistums mit päpstlicher Genehmigung von Zeitz nach Naumburg zu verlegen. Damit wurde das Bistum unter den Schutz des aufstrebenden Geschlechts der Eckehardiner und Markgrafen von Meißen gestellt. Seit dieser Zeit stehen Bistum, Bischofskirche, also der Naumburger Dom, und die Stiftskirche, der Zeitzer Dom, unter dem Patronat von Petrus und Paulus. Die Stadt Zeitz entstand am Kreuzungspunkt bedeutender Handelsstraßen aus vorgeschichtlicher Zeit und im Schutz der sächsischen Königsburg. Hier entwickelte sich vermutlich schon im 10. Jahrhundert eine Handwerker- und Händlersiedlung, die spätere Unterstadt. Mit Gründung des Bistums entstand im 10. Jahrhundert östlich vor der Burg die sogenannte Domfreiheit, in der die Domherren wohnten. Bischofsburg und Domfreiheit waren über das gesamte Mittelalter hinweg durch eine Mauer von der Stadt Zeitz getrennt. Noch vor der Mitte des 12. Jahrhunderts wurde die Zeitzer Oberstadt um einen großen Marktplatz herum planmäßig angelegt. Später werden der Zoll auf dem Marktplatz und der Zoll auf der Elsterbrücke erstmals erwähnt. In der Mitte des Marktplatzes stand das Gewandhaus, eine überdachte und abschließbare Markthalle, die vor allem dem für Zeitz wichtigen Tuchhandel diente. Von besonderer Bedeutung war der Fernhandel. Neben Wein aus Italien, dem Elsass, Österreich und Würzburg wurden hier auch Tuche verschiedener Qualität aus Zypern, Maastricht, Trier, Köln, Angermünde, Stendal, Görlitz, Naumburg und Zeitz genannt. Neben dem Handel trugen Handwerk, Ackerbau und Viehzucht sowie der Weinanbau und das Braurecht zum Lebensunterhalt der Zeitzer Bürger bei. Kaiser Heinrich III. Verlieh den Bischöfen von Naumburg-Zeitz das Recht, Münzen zu prägen. Im 12. Jahrhundert begann die Prägung. Der Aufschwung der Münzprägung deutet auf den Übergang von der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft hin. Die Bischöfe erhoben in wachsendem Maße Geldabgaben. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde die Zeitzer Burg zur Residenz der Bischöfe von Naumburg ausgebaut. Neben dem bischöflichen Palast und der Stiftskirche entstanden innerhalb der Mauern zahlreiche Verwaltungsgebäude als Sitz der bischöflichen Behörden. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde die Burganlage großzügig erweitert. An die Stelle der hochmittelalterlichen Burganlage trat eine im Stil der Renaissance errichtete Schlossanlage. Es musste Platz geschaffen werden für das wachsende Personal der bischöflichen Behörden und die Hofhaltung. Zeitz war bis in das 16. Jahrhundert eine Ackerbürgerstadt. Das Türkensteuerregister aus dem Jahr 1542 gibt uns einen detaillierten Einblick in die Besitzverhältnisse der Zeitzer Bürger. Das Verzeichnis zählt 417 Haushalte, 409 Äcker, 117 Gärten, 44 Weinberge und 8 Wiesen in der Stadt und ihrer unmittelbaren Umgebung. Das Braurecht war an den Grund- bzw. Hausbesitz in der Stadt gebunden. Wer ein Haus besaß und dafür jährlich mindestens 10 Mark Steuern zahlte, durfte Bier brauen. Das waren um 1457 etwa 4000 Liter. Bier war ein Volksgetränk und Grundnahrungsmittel. Der Lagerung des Jungbieres dienten die Gewölbekeller unter den Bürgerhäusern. Der benötigte Hopfen wurde in und um Zeitz angebaut. Als Handelsgut spielte auch Wein eine bedeutende Rolle.
Die Bürger waren zur Verteidigung der Stadt verpflichtet. Sie mussten die Stadtbefestigung erhalten helfen, Rüstung und Waffen anschaffen und sich einsatzbereit halten. Art und Umfang der Bewaffnung waren an die Braurechte gebunden. Ausgehend von Wittenberg griffen Luthers Reformgedanken auch im Bistum Naumburg-Zeitz rasch um sich. Nicht aber in den Städten des Bistums, wo Domkapitel und Stift regierten. Erst 1537 ist eine lutherische Predigt in Zeitz belegt. Die Auseinandersetzungen zwischen alter und neuer Lehre erreichten im Hochstift Naumburg in den 1540er Jahren ihren Höhepunkt. 1541 wählte das Generalkapitel des Bistums in aller Stille den Katholiken Julius von Pflug zum neuen Bischof. Der neuen Lehre zugeneigte sächsische Kurfürst Johann Friedrich I. beharrte auf Neuwahlen. Am 20. Januar wurde Nikolaus von Amsdorf zum ersten evangelischen Bischof gewählt und geweiht. Als aber 1546 die Truppen des Moritz von Sachsen in Naumburg einzogen, floh Amsdorf auf die Burg Grimmenstein bei Gotha, später noch nach Magdeburg. Nach dem Sieg der katholischen Seite im Schmalkaldischen Krieg zog Julius von Pflug 1547 als Bischof von Naumburg-Zeitz in das Zeitzer Bischofsschloss ein. Die Bischofswürde bekleidete Julius von Pflug von 1547 bis 1564. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun spannende Einblicke in die Zeit der Herzöge bekommen. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!